Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zur neuen Canon EOS R5 Mark II. Ich möchte euch hier auch wieder so ein kleines Tipps- und Tricks-Video bieten, wo ich einfach auf diverse Einstellungen eingehe und wenn ihr die Kamera neu habt, was ihr so einstellen könntet, damit ihr damit sehr gut arbeiten könnt. Ich habe da so meine Basiseinstellungen, die ich eigentlich bei jeder Kamera zuerst einstelle, und die möchte ich euch einfach mal zeigen. Ich habe die Kamera, wie ihr hier seht, über HDMI an meinem Atomos-Rekorder angeschlossen. Das heißt, ihr könnt hier mein Bild sehen. So kann ich euch also das komplette Menü zeigen und erklären, was ihr einstellen könntet und so weiter. Und dann habt ihr es da einfach ein bisschen einfacher. Dann lasst uns doch einfach mal beginnen. Wir fangen erstmal an, die Kamera zurückzusetzen. Ich habe meine Einstellungen natürlich schon vorgenommen. Ich habe die jetzt ein bisschen getestet. Wir werden jetzt ein Reset machen und komplett von vorne beginnen, sodass wir alle beim gleichen Startpunkt sind. Wenn ihr die Kamera neu kauft, dann kommt ihr genau an diesem Punkt raus. Wenn ihr die gebraucht gekauft habt, dann könnt ihr zuerst mal ein Reset durchführen, damit alle Einstellungen vom Vorbesitzer gelöscht sind, und dann könnt ihr das für euch passend konfigurieren. Also lasst uns zuerst mal ins Menü gehen. Wir drücken hier auf die Menü-Taste, gehen dann im gelben Einstellungsmenü auf Seite 5, wählen hier Kamera zurücksetzen und auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Ihr werdet dann nochmal gefragt, ob ihr die Einstellung auf Werkseinstellungen zurücksetzen möchtet. Das bestätigt ihr mit OK. Die Einstellungen werden dann gelöscht. Das Ganze dauert kurz. Die Kamera tut einmal neu starten und ihr solltet dann in den Bildschirm kommen, wo ihr zuerst, glaube ich, die Sprache auswählen dürft. Und deswegen, hier ist jetzt schon der Bildschirm, hier haben wir jetzt die Sprachauswahl. Ihr könnt dann hier natürlich jetzt zuerst mal die Sprache festlegen. Ich wähle hier natürlich Deutsch aus. Ich wähle hier jetzt Zeit und Datum aus. Wir haben heute den 4. November und gerade ist 10:53 Uhr. Wir haben keine Sommerzeit, wir befinden uns in der Zeitzone von Paris. Gehen auf OK, bestätigen das Ganze mit OK, und dann werden wir hier nochmal darauf hingewiesen, dass wir das Ganze auch mit dem Smartphone verbinden können. Ich mache hier jetzt einmal Info, damit die Info nicht mehr kommt, und gehe auf Abbruch. Und jetzt seht ihr, wir haben hier einen ziemlich neutralen Kamerabildschirm und können mit den Einstellungen direkt beginnen. Als erstes möchte ich euch so ein bisschen den Fotomodus erklären, deswegen wir sind hier im Fotomodus, gehen aber hier oben auf den Mode-Button direkt mal auf den Modus manuelle Belichtung. Da habt ihr nämlich die meisten Auswahlmöglichkeiten und ich möchte euch ja einfach alles zeigen, deswegen ich wähle hier jetzt mal M, den manuellen Modus, aus, und wir gehen jetzt einfach mal alles Schritt für Schritt durch. Wir gehen also wieder ins Menü. Und um euch kurz zu erklären, wie ihr im Menü navigieren könnt. Ihr habt ja hinten den Joystick, da könnt ihr hier hin und her wechseln. Ihr könnt über das Drehrad die Menüs auf und ab bewegen. Und ihr habt hier vorne das Zeigefingerrad, da könnt ihr ganze Seiten überspringen. Mit dem hinteren Daumenrad könnt ihr die Kategorien überspringen. Wir fangen jetzt einfach mal im roten Aufnahmemenü auf Seite 1 an. Und hier sehen wir schon den Punkt JPEG-Qualität. Wenn ihr eure Bilder jetzt natürlich im JPEG aufnehmen wollt, dann ist der Punkt für euch wichtig. Geht hier mal drauf, dann könnt ihr hier den Punkt auf 10 setzen. Ihr habt dann einfach die höchste Qualität für eure JPEGs. Ich bin aber mehr ein Freund von RAW und deswegen gehen wir hier auf Bildtyp Größe und wählen hier RAW aus. Ich brauche eigentlich keine JPEGs, also normalerweise nehme ich nur im RAW auf. Deswegen gehe ich unten bei JPEG auf nichts, wähle hier also nur aus, dass ich in RAWs aufnehme. In RAWs und auch nicht komprimierten RAWs oder sowas. Das könnt ihr natürlich für euch passend einstellen. Bei mir tut es genau diese Einstellung. Mit OK könnt ihr das Ganze dann speichern. Unter Ausschnitt-Seitenverhältnis könnten wir jetzt noch croppen, aber wir wollen natürlich den vollen Sensor nutzen, deswegen gehen wir hier auf Full. Gehen wir direkt zur nächsten Seite, auf 2 finden wir diverse Belichtungseinstellungen und hier finden wir dann gleich den Punkt für die ISO-Empfindlichkeitseinstellung. Und da möchten wir erstmal die ISO-Automatik einstellen. Die ist jetzt hier schon auf Automatik vorgewählt. Wir haben hier aber einen Autobereich von 100 bis 12.800. Jetzt ist es so, 12.800 ist mit der Kamera noch gut machbar. Ich bin aber so ein Freund, ich werde mir das normalerweise auf 6400 begrenzen, weil dann einfach noch ein Tick mehr Bildqualität dahinter ist. Und normalerweise ist es so, dass ich da wirklich genug Reserven noch dahinter habe. Also wenn ich mal wirklich auf 12.800 gehen muss, dann kann ich es immer noch von Hand auswählen. Die Automatik begrenze ich mir aber eigentlich immer auf 6400. Das könnt ihr natürlich für euch selber festlegen. Den Punkt findet ihr hier. Was noch so ein Punkt ist, ist hier die längste Verschlusszeit. Die könnt ihr nämlich auch auf Auto stellen, könnt hier aber noch mit dem vorderen Drehrad festlegen, ob die Zeit insgesamt immer ein bisschen schneller gewählt werden soll. Und da bin ich so ein Freund davon, das auf Auto einzustellen, also das in einen Schritt Richtung schneller zu stellen. Die Kamera wählt dann einfach ein bisschen schnellere Verschlusszeiten.
Das hat einfach den Vorteil, wenn ihr eben im Lowlight unterwegs seid, dass ihr immer noch so ein bisschen die Bewegungsunschärfe vermeidet. Deswegen, wie gesagt, ich habe das hier auf ein bisschen schneller stehen. Das könnt ihr natürlich auch für euch festlegen. Dann können wir hier mit dem Menüknopf zurück und wir können jetzt mal die nächsten Seiten einfach überspringen, weil die Einstellungen lasse ich eigentlich so, wie sie von Werk aus kommen. Ihr habt hier natürlich noch die Möglichkeit, den Weißabgleich einzustellen. Der Auto-Weißabgleich macht aber eine sehr gute Arbeit und deswegen lasse ich das eigentlich meistens auf automatisch stehen. Nur in besonderen Situationen oder wenn ich eben ein komplettes Shooting mache, wo ich durchgehend einen relativ gleichen Weißabgleich haben möchte, da stelle ich den Wert dann fest ein. Wie gesagt, ihr könnt es hier alles machen, könnt hier weitergehen auf Seite 5, da findet ihr dann Mehrfachbelichtung und Focus Bracketing, da kommen wir später noch dazu. Auf Seite 6 finden wir dann nämlich hier den Betriebsartsmodus. Also ihr könnt einstellen, wie viel Bilder pro Sekunde ihr einstellen möchtet. Ihr könnt hier die Betriebsart wählen, habt hier dann Einzelbild, natürlich Reihenaufnahme schnell plus, Reihenaufnahme schnell, Reihenaufnahme langsam, Selbstauslöser findet ihr hier auch. Ich bin ein Freund, das Ganze erstmal auf Reihenaufnahme langsam zu stellen, weil die Kamera hat ja bis zu 30 Bilder pro Sekunde. Ihr könnt es später auch noch konfigurieren, da kommen wir noch dazu, die einzelnen Schritte. Ich möchte einfach nicht so viele Bilder auf einmal haben, deswegen Betriebsart langsam, also Reihenaufnahme langsam, ist da eigentlich eine Auswahl, mit der ich gut leben kann. Natürlich, wenn es ein bisschen schneller sein dürfte, dann kann man das immer noch ändern. Ihr findet hier dann auch die Punkte Voraufnahme und Intervalltimer, da kommen wir später dann noch dazu, und auch die Funktion leiser Auslöser. Da könnt ihr jetzt einstellen, leiser Auslöser, zum Beispiel auf On, dann seht ihr, hier ist automatisch der elektronische Verschluss gewählt, weil die Kamera dann versucht, so leise wie möglich zu sein. Das macht in Kirchen vielleicht Sinn oder einfach, wenn ihr leise sein müsst, damit niemand mitbekommt, dass Bilder gemacht werden in Situationen, wo ihr halt nicht stören wollt. Wie gesagt, findet ihr hier auch den Punkt Auslösermodus. Vorgewählt ist hier nämlich der elektronische Verschluss. Jetzt ist es so, mit dem elektronischen Verschluss holt ihr euch ja auch so ein bisschen Probleme ein. Also ihr habt zwar einen Stacked-Sensor jetzt in der Kamera, aber ihr könnt immer noch so ein bisschen Bending kriegen. Und wenn ihr jetzt nicht die Geschwindigkeit und die, ich sag's mal, die Geräuschkulisse von einem elektronischen Verschluss braucht, dann stellt das einfach auf mechanisch. Ihr benutzt dann den mechanischen Verschluss und habt erstmal 0,0 Probleme mit Banding und so weiter. Es ist einfach so, ich benutze gern den mechanischen Verschluss, weil man hat dann auch vom Bokeh, wenn ihr ein sehr lichtstarkes Objektiv nutzt, kann es sein, dass eure Bokehbällchen so ein bisschen abgeschnitten werden. Mit mechanisch habt ihr diese ganzen Probleme natürlich nicht. Jetzt ist es so, wenn ihr auf mechanisch seid, dann kommt ihr nicht auf die 30 Bilder pro Sekunde. Deswegen müsst ihr das hier natürlich festlegen, wie es für euch passt. Hier finden wir aber auch noch einen wichtigen Punkt im Menü, und zwar Auslöser ohne Karte betätigen. Das ist so, wenn ihr jetzt keine Speicherkarte eingelegt habt und dieser Punkt ist auf On, dann könnt ihr trotzdem Bilder machen. Und ihr merkt vielleicht gar nicht, dass keine Speicherkarte eingelegt ist. Ihr kriegt zwar Warnmeldungen und so weiter, aber kann ja sein, dass ihr es irgendwie vergesst. Deswegen, wenn ihr den Punkt hier auf Off setzt, dann kann da gar nichts passieren und die Kamera löst nicht aus, solange keine Speicherkarte drin ist. Deswegen, den Punkt setze ich bei mir auf Off, dann merke ich einfach immer, wenn die Speicherkarte fehlt. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, finden wir hier noch die Bildstabilisationseinstellungen. Die könnt ihr natürlich einstellen. Ich habe es jetzt hier am Objektiv, deswegen ist es hier ausgegraut. Ihr könnt hier auch eure Schnelleinstellungen einpassen und das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Ihr könnt hier die Einstellung zurücksetzen. Wir haben ja gerade ein Werksreset durchgeführt, deswegen müsst ihr das nicht unbedingt machen. Aber ihr könnt hier euer Layout bearbeiten. Und da seht ihr verschiedene Möglichkeiten, was ihr an Funktionen auswählen könnt. Und dann könnt ihr euch das Ganze auch passend konfigurieren. Mit dem Info-Button könnt ihr das dann alles noch neu anordnen. Ihr könnt euch das Menü also so festlegen, wie es für euch passt. Das ist natürlich ziemlich hilfreich, weil ihr einfach die Möglichkeit habt, das so zu konfigurieren, dass ihr damit am besten arbeiten könnt. Die Schnelleinstellungen anpassen, das ist hier der Q-Button hinten auf der Kamera. Den Punkt findet ihr hier auf der 7. Seite vom roten Aufnahmemenü. Auf Seite 8 kommen wir dann zur Bildrückschau. Standardmäßig ist hier eine Bildrückschauzeit von 2 Sekunden eingestellt. Das heißt, ihr macht ein Foto und das Bild wird danach für 2 Sekunden hinten eingeblendet. Ich bin ein Freund davon, das Ganze zu deaktivieren. Ihr könnt hier also verschiedene Zeiten von 2, 4, 8 Sekunden wählen oder halten, bis ihr wieder eine Taste drückt. Wie gesagt, ich bin ein Freund, das Ganze auf auszustellen, weil wenn ich ein Bild kontrollieren will, dann kann ich auch hinten auf diese Wiedergabetaste drücken und kann mir das genauer anschauen. Wie gesagt, hier auf Aus, gehen wir mal zurück. Jetzt haben wir hier noch 2 Werte, die sind ausgegraut. Wenn wir nochmal vor aufs Menü gehen, wo wir den Auslösermodus auf elektronisch stellen, dann sehen wir,
Die Werte sind jetzt hier da. Ihr könnt hier jetzt nämlich die Blackout-freie Anzeige aktivieren. Das heißt, auch wenn ihr weniger als 30 Bilder pro Sekunde macht, zeigt euch der Sucher keine Unterbrechung im Sucherbild während der Fotoaufnahme. Das Ganze geht aber natürlich nur, wenn ihr den elektronischen Verschluss aktiviert habt. Ihr habt dann aber nicht mehr die Möglichkeit, die Simulation anzupassen. Wenn wir also hier die Anzeige nochmal ausstellen, dann könnt ihr hier die Simulation von eurem Sucher einstellen. Das heißt, ihr könnt hier von Belichtung auf Belichtung und Schärfentiefe stellen oder Aufnahme nur bei Schärfentiefe oder das Ganze eben deaktivieren. Standardmäßig ist es auf Belichtung gestellt. Wenn ihr jetzt die Blackout-freie Anzeige einstellt, dann wird das Ganze fest auf Belichtung und Schärfentiefe eingestellt. Ihr solltet hier also, ja, wissen, ob ihr die Blackout-freie Anzeige haben wollt und dann gleichzeitig auch die Schärfentiefe-Simulation oder ob ihr bei der Belichtung bleiben wollt mit einem Blackout auf dem Sucher. Ich bin da ein Freund davon, wenn ich mit dem elektronischen Verschluss arbeite, dann bin ich da in Geschwindigkeiten unterwegs, wo ich Sachen verfolgen will und da gehe ich natürlich dann in die Blackout-freie Anzeige. Jetzt ist es so, ihr könnt ja auch nicht den optischen Sucher simulieren. Damit, mit der Einstellung könntet ihr euch einen optischen Sucher simulieren. Die Einstellung nutze ich aber eigentlich so gut wie nie. Die ist hier dann auch ausgegraut. Nur zur Info, die findet ihr dann auch hier. Auf Seite 9 finden wir dann noch die Anzeigeaufnahmeinfo und hier könnt ihr euch diverse Hilfsmittel einstellen. Ihr findet hier zum Beispiel die Gitteranzeige, welche ich mir sehr gerne auf 3×3 Raster einstelle. Das könnt ihr hier dann aktivieren. So habt ihr dann eine Gitteranzeige in eurem Bild, könnt die Drittelregel beachten und so weiter. Ihr könnt euch hier auch noch ein Histogramm anzeigen lassen, die Größe der elektronischen Wasserwaage, ob der Speicherplatz auf der Karte in Prozent angezeigt werden soll und so weiter. Ihr könnt hier unter Bildschirminfo Einstellungen dann noch einstellen, was ihr hier alles haben möchtet. Also da könnt ihr die verschiedenen Modis aktivieren und könnt euch das da für euch passend konfigurieren. Und auch den Sucher könnt ihr unter Sucherinfo Einstellungen ändern, dann noch für euch passend konfigurieren, was da einfach eingeblendet werden soll. Ich gehe dann hier jetzt mal wieder zurück im Menü und dann finden wir hier nämlich noch den Punkt Display-Bildrate einstellen. Ihr könnt hier nämlich auch den Punkt flüssig aktivieren. Jetzt ist es so, ich glaube, wenn ihr Blackout frei aktiviert habt, dann ist es automatisch auf flüssig. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel einen mechanischen Verschluss aktiviert habt, dann könnt ihr das Ganze hier von stromsparend auf flüssig stellen. Das heißt, die Bildwiederholrate von eurem Sucher ist einfach schneller. Das hat den Vorteil, dass wenn ihr eben Motive verfolgen wollt, das Ganze eben viel flüssiger dargestellt wird. Deswegen würde ich den Punkt hier immer auf flüssig einstellen. Unter Sucheranzeigeformat habt ihr dann noch die Möglichkeit, das Sucherbild ein bisschen zu verkleinern. Das ist gerade für Brillenträger interessant, weil ihr vielleicht eventuell die Kanten vom Sucher nicht ganz sehen könnt, weil ihr ja mit dem Auge ein bisschen weiter weg vom Sucher seid und dadurch das Bild eben in den Kanten nicht mehr seht. Hier auf Anzeige 2 könnt ihr euch das Ganze ein bisschen kleiner stellen und dann eben das Bild besser bewerten. Ich nutze aber Anzeige 1, weil ich damit sehr gut zurechtkomme. Wir haben hier dann noch den Punkt Display spiegeln. Das heißt, wenn ihr das Klappdisplay nach vorne klappt, dann wird das Bild eben gespiegelt. Ich lasse die Einstellung hier auf ein, weil ich finde es ziemlich gut. Und dann haben wir noch einen sehr wichtigen Punkt, und zwar die automatische Abschalttemperatur. Die steht standardmäßig auf überraschend Standard. Ihr könnt hier die Abschalttemperatur der Kamera hochsetzen. Die Kamera wird ja im Betrieb warm und im Sommer kann es dazu sein, dass die irgendwann in so ein Überhitzungslimit geht, wo sie dann abschalten würde. Mit dem Punkt hier auf Hoch könnt ihr das Ganze hochsetzen. Die Kamera warnt euch dann auch noch, dass ihr nicht freihand filmen sollt, weil die Kamera einfach relativ heiß wird. Es ist aber so, sie lässt sich trotzdem noch sehr gut anfassen. Also ihr solltet da normalerweise keine Verbrennungen irgendwie damit bekommen. Ihr müsst das Ganze aber, wie gesagt, hier bestätigen. Gerade wenn ihr auch am Filmen seid, ist das wirklich ein sehr wichtiger Punkt, weil die Kamera eben vor allem in 8K oder 4K in feinster Qualität dann doch sehr schnell etwas wärmer wird. Setzt den Punkt auf Hoch. Technisch macht es auch keinen Unterschied. Da sollte normalerweise nichts mit der Kamera passieren. Und dann sind wir hier jetzt auch im Aufnahmemenü durch. Wir können jetzt als nächstes mal in das AF-Menü gehen. Und hier finden wir als ersten Punkt den AF-Betrieb. Den möchten wir natürlich auf Servo setzen. Die Kamera hat einen sehr potenten Autofokus und damit lassen sich alle möglichen Motive sehr gut verfolgen und das wollen wir natürlich hier voll ausnutzen. Deswegen AF-Betrieb auf Servo. Als nächstes finden wir hier den AF-Bereich. Und ihr seht es jetzt hier im Bild mal. Ich habe hier in der Mitte das kleine Viereck, welches den AF-Bereich darstellt. Hier könnt ihr jetzt euren AF-Bereich in verschiedene Zonen unterteilen oder eben auch, das mache ich gern, den gesamten AF-Bereich nutzen. Und wenn wir jetzt hier das Vorschaubild ansehen, dann sehen wir, die Kamera hat keine Zone mehr festgelegt. Ihr seht hier aber, hier gerade eingeblendet, das ist einfach der Augenautofokus, der jetzt schon hier mein Auge erkannt hat.
und dann nutzt die Kamera einfach den kompletten Bereich. Deswegen, ich lasse hier eigentlich immer die komplette Zone aktiviert. Natürlich, wenn ihr bei Sport oder sowas eure Zone vielleicht ein bisschen, ja, fester einstellen wollt, dass ihr eben nicht im äußeren Bereich irgendwie was mitbekommt, dann nehmt ihr da eine Zone und die Kamera fängt immer dort an, was zu detektieren. Jetzt ist hier der nächste Punkt, Nachführung über den gesamten Bereich. Das heißt, wenn ihr in dieser Zone, die ihr ausgewählt habt, dann ein Motiv verfolgt und das geht aus eurer Zone raus, dann wird es hier mit der Einstellung auf On trotzdem weiterverfolgt. Deswegen diesen Punkt würde ich auf On lassen. Bei Fokussiermodus könnt ihr hier jetzt noch auf manuellen Fokus umstellen. Da ich hier am Objektiv einen Schalter habe, ist der Punkt hier natürlich auch wieder ausgegraut. Und dann kommen wir auf die zweite Seite vom Autofokus-Menü und finden hier die Motiv zu erkennen Funktion. Das könnt ihr einmal auf automatisch setzen, Personen, Tiere, Fahrzeuge oder keine Motiverkennung. Und hier müsst ihr jetzt einfach wissen, das ist eine Priorisierung. Das heißt, wenn ihr hier, wie jetzt hier, Personen ausgewählt habt, dann wird die Kamera auf Personen fokussieren. Wenn sich ein Tier und eine Person im Bild befindet, wird die Kamera auch die Person auswählen. Wenn ihr das Ganze hier jetzt auf Tier festlegen würdet, dann würde die Kamera, wenn ihr wieder eine Person und ein Tier im Bild habt, auf das Tier fokussieren. Das heißt, wie gesagt, es ist eine Priorisierung. Wenn ihr jetzt im Personenerkennungsmodus seid und ihr habt nur ein Tier im Bild, dann wird trotzdem das Tier erkannt, als Motiv erkannt und auf das Tier fokussiert. Also hier habt ihr einfach die Möglichkeit, das Ganze festzulegen. Ich habe das standardmäßig eigentlich immer auf Personen, weil ich relativ viel Personen fotografiere oder wenn ich mal meine Katzen fotografiere, dann ist da meistens keine Person im Bild und die Kamera fokussiert trotzdem perfekt aufs Motiv. Hier findet ihr dann auch noch die Einstellung für die Augenerkennung. Die könnt ihr einmal deaktivieren, auf Auto stellen oder das rechte oder linke Auge priorisieren. Jetzt ist es so, normalerweise fokussiert die Kamera immer auf das Auge, welches sich näher an der Kamera befindet. Deswegen, ich nutze auch hier eigentlich immer die Auto-Einstellung. Als nächstes haben wir hier einen wichtigen Punkt und zwar die Personenpriorität registrieren. Das heißt, ihr könnt hier Personen registrieren, also Bilder von Personen auswählen. Das macht Sinn bei Hochzeiten. Die Kamera, wenn ihr zum Beispiel ein Gruppenbild dann habt, fokussiert dann nämlich immer auf die registrierte Person, welches zum Beispiel euer Bräutigam oder eure Braut ist. Das könnt ihr hier registrieren und dann habt ihr einfach immer die Leute, welche ihr im Fokus haben wollt, auch wirklich scharf, wenn ihr eben mehrere Personen im Bild habt. Und das hat schon Vorteile. Ich habe hier jetzt natürlich keine Registrierung festgelegt, aber wie gesagt, das könnt ihr nutzen und es macht schon Sinn. Als nächstes haben wir dann noch die Aktionspriorität. Hier könnt ihr den Autofokus einstellen, dass er zum Beispiel bei Fußball, Basketball oder Volleyball immer den Spieler mit dem Ball verfolgt. Das funktioniert auch richtig gut und hat natürlich auch Vorteile. Ihr müsst aber ein bisschen aufpassen. Beim Basketball kann es zum Beispiel sein, wenn ihr gerade so ein bisschen während dem Training unterwegs seid und es haben mehrere Spieler einen Ball in der Hand, dann kann die Kamera sich da auch nicht so richtig festlegen, was sie will. Also im Spiel selber kann es euch einen großen Vorteil geben. Probiert es am besten aus. Der Autofokus ist wirklich sehr potent. Diese Möglichkeit bietet euch da noch ein bisschen mehr, aber wie gesagt, probiert es aus. Es muss nicht immer perfekt funktionieren. Und dann kommen wir auf Seite 3. Hier könnt ihr eure Servo-AF-Charakteristik feintunen. Jetzt ist es so, mit der Auto-Einstellung bin ich eigentlich wirklich sehr zufrieden. Die hat bei mir bis jetzt immer richtig gute Ergebnisse geliefert. In M könnt ihr einfach die Reaktion und die Beschleunigung und Verzögerung von der Nachführung noch einstellen. Das ist so ein bisschen Feintuning. Wenn ihr da nicht ganz zufrieden seid, dann könnt ihr hier einfach noch ein bisschen was ändern. Wie gesagt, ich lasse es hier immer beziehungsweise die meiste Zeit auf Auto stehen. Auf Seite 4 könnt ihr dann die Servo-Priorität vom ersten Bild einstellen. Das heißt, wollt ihr, dass die Kamera schneller auslöst oder wollt ihr, dass das Bild wirklich im Fokus ist? Und hier kommen wir zu einem Punkt, den stelle ich bei mir immer auf Fokus, weil ich möchte natürlich auch in der Bildreihenfolge, dass die Kamera wirklich scharfe Bilder abliefert. Deswegen stelle ich das Ganze auf Fokus. Mit OK wird das Ganze bestätigt und ihr seht hier auch direkt drunter für den One-Shot AF steht das Ganze schon auf Fokus und macht natürlich auch Sinn, weil ihr wollt lieber ein scharfes Bild als ein schneller ausgelöstes Bild. Wenn es natürlich nicht so ist, könnt ihr das Ganze hier einstellen. Ganz unten finden wir dann noch den Punkt AF-Hilfslichtaussendung und den setze ich bei mir auch immer auf Deaktivieren, weil ich möchte einfach nicht, dass die Leute gestört werden durch das AF-Licht, wenn die Kamera gerade mal so ein bisschen am AF-Suchen ist. Wenn ihr es jetzt natürlich braucht, dass die Kamera
Kamera wirklich sehr genau den Autofokus findet, sehr schnell, dann lasst das AF-Hilfslicht natürlich an. Auf Seite 4 habt ihr dann noch die Möglichkeit, die AF-Zonen zu begrenzen. Also wenn ihr nicht alle AF-Zonen zur Auswahl haben möchtet, dann könnt ihr die hier abwählen. Ich lasse die aber gerne alle markiert. Unter der AF-Messfeldausrichtung könnt ihr einstellen, ob sich das Fokusfeld ändern soll, wenn ihr die Kamera horizontal oder vertikal haltet. Ich lasse das auch auf Standard, dasselbe AF-Feld, weil da komme ich am besten damit zurecht. Ihr könnt dann hier jetzt noch die zu erkennenden Motive eingrenzen. Also wenn ihr das abwählt, habt ihr das einfach nicht mehr zur Auswahl. Das ist natürlich so, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und schneller hin und her wechseln wollt, dann könnt ihr das hier mehr oder weniger abwählen und könnt einfach schneller durchwechseln. Genauso gilt es hier auch für die Auswahl der Augen, also links, rechts oder Auto. Da könnt ihr das auch abwählen, dann könnt ihr zum Beispiel nur zwischen Off und Auto wählen. Ich lasse aber erstmal alles aktiviert, denn ich möchte da einfach alle Möglichkeiten offen haben. Auf Seite 6 finden wir dann noch Einstellungen fürs MF-Peaking. Ihr könnt hier das Peaking im manuellen Fokus aktivieren und die Empfindlichkeit auf Hoch setzen. Die Farbe wähle ich da als Rot aus, weil man damit eigentlich immer am besten zurechtkommt und ich das am besten von den Motiven unterscheiden kann. Ein weiterer cooler Assistent ist dann noch der Fokusassistent, welchen ihr euch hier auf einsetzen könnt. Das hat einfach den Vorteil, ihr habt so eine kleine Hilfe beim manuellen Fokussieren, wo dann die Punkte zusammengehen und der zeigt euch einfach noch einen Tick genauer an, ob ihr jetzt im Fokus seid. Unter Objektiv Elektronik MF könnt ihr noch einstellen, ob ihr während dem Autofokus auch noch manuell fokussieren wollt. Ich lasse das hier mal auf der Standardeinstellung, damit komme ich eigentlich immer sehr gut zurecht. Auf Seite 7 könnt ihr dann noch eure AF-Einstellungen abrufen oder registrieren und ihr findet die URL mit einem QR-Code, wo ihr die Anleitung für den Autofokus abrufen könnt. Dann könnt ihr euch das auch nochmal alles genau nachlesen. Das war's aus dem AF-Menü. Wir kommen direkt ins blaue Wiedergabemenü und da können wir eigentlich erstmal die ersten Seiten überspringen. Da gibt es eigentlich erstmal nichts zu ändern. Was auf Seite 3 dann möglich ist, wäre hier die Vergrößerung. Und zwar geht es darum, wenn ihr dann hier den Lupenknopf drückt bei der Bildwiedergabe, dann habt ihr eine entsprechende Vergrößerung. Und hier könnt ihr das Ganze von standardmäßig zweifach zum Beispiel auf tatsächliche Größe einstellen. Das nutze ich, dann wird euch das Bild einfach 1:1 wiedergegeben und lässt einfach die Schärfe noch mal ein bisschen besser bewerten. Die vergrößerte Position wähle ich dann auch immer den Fokuspunkt aus, weil auf den habe ich ja eigentlich auch fokussiert, den möchte ich dann auch bewerten. Das lasse ich dann hier vom Fokuspunkt. Auf Seite 4 vom Wiedergabemenü findet man dann noch die AF-Feldanzeige. Da könnt ihr euch dann also bei der Bildrückschau das AF-Feld, welches genutzt wurde, anzeigen lassen. Und das hat natürlich einen Vorteil, dass ihr dann wirklich seht, ob die Kamera auch dort fokussiert hat, wo sie sollte. Ansonsten gibt es hier im Menü eigentlich erstmal nichts weiter. Wir können hier mal in das Netzwerkeinstellungsmenü gehen. Da ist aber der einzige Punkt, den ich eigentlich erstmal ändere, ist der Flugzeugmodus. Weil im Flugzeugmodus habt ihr einfach den Vorteil, alle Optionen wie WLAN, Bluetooth und so weiter sind ausgeschaltet. Das heißt, ihr habt da auch keinen Stromverbrauch. Das spart einfach ein bisschen Akku. Gehen wir also weiter. Im Netzwerkmenü gibt es soweit eigentlich erstmal nichts mehr. Wo wir dann jetzt sind, im gelben Einstellungsmenü. Und hier findet ihr wirklich ein paar wichtige Einstellungen, welche auch Sinn machen. Als erstes haben wir hier den Punkt Karte formatieren. Ich empfehle euch, eure Speicherkarte immer in der Kamera zu formatieren. Ihr habt da nämlich einfach den Vorteil, manchmal gibt es Probleme mit Karten, wenn die irgendwo anders formatiert wurden, dass die Kamera damit nicht ganz zurechtkommt. Wenn ihr die Karte in der Kamera formatiert, dann könnt ihr zumindest immer davon ausgehen, dass ihr mit der Formatierung von der Karte kein Problem habt und die Kamera damit voll zurechtkommt. Deswegen alle meine Speicherkarten formatiere ich normalerweise immer in der Kamera. Eins weiter unten habt ihr noch den Punkt automatisches Drehen. Hier ist es so, wenn die Kamera ein Bild aufgenommen habt, im Hochformat zum Beispiel, und ihr schaut das Ganze dann so an, dann wird das Bild hier immer im Hochformat angezeigt. Und das ist natürlich erstmal so, dass ihr da relativ wenig vom Bildschirm ausnutzt, um das Bild zu sehen. Wenn ihr das Ganze jetzt auf nur noch PC stellt, dann wird das Hochformatbild immer Fullscreen auf dem Bildschirm angezeigt. Das ist dann natürlich verdreht, aber ihr könnt dann auch im Querformatmodus euer Hochformatbild einfach ein bisschen besser bewerten. Deswegen, ich nutze das Ganze hier auf automatisch drehen nur am PC. Auf Seite 2 könnt ihr dann hier nochmal Datum, Zeit und Sprache einstellen. Das haben wir ja gerade schon gemacht. Deswegen, falls ihr mal irgendwie jemand habt, der euch die Sprache vielleicht
vielleicht verstellt, ihr findet es immer im gelben Menü auf Seite 2. Der zweite Punkt von oben ist eben die Sprache. So solltet ihr das auch umstellen können, wenn es vielleicht mal auf Chinesisch oder sowas steht. Ihr habt hier dann auch noch die Systemfrequenz, welche ihr festlegen könnt, und eine wichtige Einstellung, sage ich mal, den Piepton. Ich habe es nämlich gern, dass meine Kamera einfach leise ist, dass die kein Geräusch macht beim Fokussieren oder beim Auslösen und so weiter. Und hier könnt ihr mit Piepton deaktivieren, einfach alle Geräusche der Kamera deaktivieren. Als nächstes gehen wir dann noch zur Anzeige einpassen, Seite 3 im Einstellungsmenü. Hier habt ihr noch die Möglichkeit, die Bildschirmhelligkeit einzustellen. Die ist jetzt hier auf 4 eingestellt, das ist standardmäßig die Einstellung. Wenn ihr jetzt draußen unterwegs seid und es ist wirklich ein sehr sonniger Tag und ihr erkennt auf dem Display fast nichts mehr, dann könnt ihr hier die Bildschirmhelligkeit natürlich auch noch etwas nach oben stellen. Das gleiche geht hier für die Sucherhelligkeit, wobei der Sucher ja wirklich so ist, ihr seid da normalerweise mit dem Auge so nah dran, dass ihr da gar kein Problem mit der Sonne haben solltet. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr auch das hier genauer einstellen. Ein wichtiger Punkt hier ist noch die UI-Vergrößerung. Die ist hier deaktiviert. Wenn ihr das Ganze aktiviert, dann habt ihr die Möglichkeit, euer Menü mit Doppeltippen aufs Display zu vergrößern. Wenn ihr also Probleme habt beim Ablesen vom Menü, dann aktiviert diesen Punkt und tippt doppelt aufs Display. Dann wird es immer so ein bisschen vergrößert dargestellt. Tippt ihr dann nochmal doppelt drauf, dann könnt ihr das Ganze wieder verkleinern. Das für Leute, die einfach Probleme haben, das Display und das Menü abzulesen. Einfach eine sehr gute Einstellung. Hier lässt sie sich aktivieren. Auf Seite 4 habt ihr dann den Punkt Auslöser bei Abschaltung. Da geht es eigentlich erstmal um den Verschluss. Der Verschluss wird ja beim Abschalten geschlossen. Das heißt, ihr habt den Verschluss so gesehen als Schutz vor dem Sensor. Da habt ihr aber einfach das Problem, der Verschluss ist jetzt auch nicht so das stabilste Teil in der Kamera. Wenn ihr also jetzt da dagegen kommt, stärker dagegen kommt, dann kann das sein, dass ihr euch damit den Verschluss kaputt macht. Ihr solltet hier also aufpassen. Einerseits, ihr habt einen Sensorschutz durch einen Staubschutz so gesehen. Andererseits, ihr könnt euch den Verschluss eben kaputt machen. Wenn ihr lieber euren Verschluss schützen wollt, dann könnt ihr das Ganze hier auf offen stehen lassen. Ich gehe aber eigentlich immer sehr sorgsam mit den Kameras und beim Objektivwechsel eben mit den ganzen Sachen um. Deswegen lasse ich auch den Verschluss geschlossen und habe da einfach einen weiteren Staubschutz. Ein weiterer wichtiger Punkt ist hier noch der Stromsparmodus. Da deaktiviere ich nämlich erstmal alles, damit die Kamera sich nicht ungewollt ausschaltet. Gerade wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Aufnahme habe vom Bildschirm und Menü, ihr habt es nicht mitbekommen, aber die Kamera hat sich hier schon zweimal ein bisschen abgeschalten. Es ist einfach so, auch wenn ich die Kamera irgendwo habe, um dann ein Bild aufzunehmen auf dem Stativ und es dauert mal ein bisschen länger, ich möchte einfach nicht, dass die Kamera sich ausschaltet. Und das lässt sich hier einfach deaktivieren. Ihr müsst natürlich auch dann dran denken, die Kamera auszuschalten, weil sonst geht euer Stromverbrauch nach oben und der Akku ist ziemlich schnell leer. Wie gesagt, Stromsparmodus findet ihr hier auf Seite 4 im Einstellungsmenü. Auf Seite 5, wir haben es vorhin schon gesehen, könnt ihr alle Kameraeinstellungen zurücksetzen. Ihr habt hier die Möglichkeit, einzelne Einstellungen zurückzusetzen oder eben komplett auf Werkseinstellungen zu gehen. Die weitere Möglichkeit hier auf Seite 5 ist, den individuellen Aufnahmemodus zu speichern. Ihr habt ja die Möglichkeit, Einstellungen auf C1 bis C3 zu speichern. Den Punkt findet ihr hier. Ihr könnt die hier registrieren oder eben auch löschen. Ebenso könnt ihr eure Kameraeinstellungen auf die Karte speichern und eben auch von der Karte laden. Ihr müsst dann nur beachten, wenn ihr die Karte natürlich formatiert, dann sind die Einstellungen natürlich auch wieder weg. Im letzten Punkt vom Einstellungsmenü findet ihr dann noch Infos über die Akkuladung. Da könnt ihr die Restkapazität ablesen und auch die Aufladeleistung. Natürlich die Auslösezahl seit dem letzten Laden. Ihr habt hier dann noch die Möglichkeit, eure Copyright-Informationen hinzuzufügen und ganz unten findet ihr noch den Punkt mit der Firmware. Da könnt ihr checken, was für eine Firmware ihr auf der Kamera habt und wenn es Firmware-Updates natürlich dann gibt, könnt ihr die hier auch durchführen. Dann kommen wir noch zum grünen Einstellungsmenü. Hier könnt ihr eure Tasten an der Kamera frei anpassen. Das heißt, ihr könnt jede Taste einmal für den Fotomodus und einmal für den Videomodus so einstellen, wie ihr das gerne hättet. Ich habe da eine individuelle Tastenbelegung, die möchte ich euch jetzt aber da nicht mit euch durchgehen. Wichtiger für mich ist auch hier die Wahlräder und die Steuerring-Anpassung. Da könnt ihr nämlich dann auswählen, was ihr mit den Rädern an der Kamera steuern wollt. Und bei mir ist als erstes erstmal so, ich benutze das vordere Rad für die Blende, das hintere Rad für die Verschlusszeit und das kleine Daumendrehrad für die ISO. Und ganz wichtig, den Steuerring, welchen das Objektiv bietet, mache ich auf Aus, weil ich komme da öfters hin, verstelle mir dann ab und zu mal was und das möchte ich einfach vermeiden. Deswegen Steuerungsring
ist bei mir komplett deaktiviert. Ihr habt hier dann auch noch die Möglichkeit, die Drehrichtungen für die ganzen Räder einzustellen und ob ihr die bei verschiedenen Aufnahmen umschalten wollt. Auf Seite 2 könnt ihr dann noch den Touch-Bildschirm einstellen, sodass ihr hier Touch and Drag über den Bildschirm durchführen könnt. Ihr könnt da also euer AF-Feld dann zum Beispiel verschieben. Ihr müsst dann nur einfach aufpassen, dass ihr euch das, wenn ihr da am Sucher seid, nicht mit der Nase stellt oder sowas. Da mache ich eigentlich immer keine Einstellungen, keine neuen Einstellungen. Ihr seht, ich habe es hier auch auf Off, das lasse ich auch auf Off. Ihr könnt dann auf Seite 3 noch für die Wiedergabe die Tasten anpassen, die passen mir eigentlich auch so. Auf Seite 4 ist dann noch ein wichtiger Punkt und zwar die Augensteuerung vom Autofokus. Die könnt ihr hier dann aktivieren und vor allem kalibrieren. Das heißt, ihr könnt den für euer Auge anpassen und dann natürlich auch mit eurem Auge steuern. Und diese Augensteuerung für den Autofokus, die ist schon richtig cool, wenn sie mit eurem Auge funktioniert. Also ich habe da kein Problem damit, das hat bei mir auch schon an der R3 ohne Probleme funktioniert und es hat einfach einen riesen Vorteil, ihr könnt den Autofokuspunkt so schnell verändern. Gerade beim Sport, zum Beispiel beim Basketball, wo viele Spieler auf dem Platz sind, da lässt sich einfach viel schneller der entsprechende Spieler auswählen. Also für mich ist es wirklich ein sehr cooles Feature. Hier auf Seite 4 im grünen Menü könnt ihr das Ganze aktivieren, kalibrieren und dann natürlich auch nutzen. Probiert es aus, ich würde es euch wirklich empfehlen. Das macht relativ viel, sehr viel einfacher. Ihr habt dann hier auch noch die Möglichkeit, alle angepassten Bedienelemente zu löschen. Das will ich jetzt hier natürlich nicht. Als nächstes kommen wir dann noch ins orangene Konfigurationsmenü. Hier gibt es eigentlich erstmal nur auf Seite 3 was ich unbedingt einstellen möchte. Und zwar könnt ihr hier, wie vorhin schon angesprochen, die Geschwindigkeit der Reihenaufnahme festlegen. Ihr habt hier also die Möglichkeit, von diesen 30 Bildern pro Sekunde eben wegzugehen und zum Beispiel auf 20 Bilder oder sowas zu gehen. Das Ganze hatte ja die Mark I Version der R5 überhaupt gar nicht. Da habt ihr immer mit 20 Bildern durchgehend aufgenommen. Hier habt ihr jetzt einfach die Möglichkeit, das Ganze zu konfigurieren. Wie gesagt, ich benutze ja hier die Reihenaufnahme meistens in langsam. Mit 5 Bildern pro Sekunde reicht mir das erstmal. Wenn ich dann mehr haben will, kann ich auf schnell gehen oder eben auf schnell plus. Deswegen auch die Einstellungen hier, die lasse ich einfach so. Ihr könnt es aber für euch eben passend konfigurieren. Ihr könntet hier dann auch noch die Anzahl der Reihenaufnahmen limitieren, aber ich weiß jetzt nicht, das hat vielleicht einen Grund, irgendjemand braucht es, ich brauche es nicht, deswegen lasse ich das hier natürlich auf aus. Ihr könnt es hier einstellen, wenn ihr es benutzen wollt. Auf Seite 4 habt ihr dann noch die Möglichkeit, ohne Objektiv auslösen einzustellen. Wenn ihr ein altes Objektiv zum Beispiel adaptiert mit irgendeinem Adapter und da werden keine elektronischen Daten übertragen, dann geht die Kamera davon aus, es ist kein Objektiv montiert. Und wenn ihr hier den Punkt auf ohne Objektiv auslösen off habt, dann löst die Kamera nicht aus. Das heißt, ihr müsst den Punkt auf on setzen, damit ihr da dann auslösen könnt. Ist wichtig, wie gesagt, wenn ihr manuelle Objektive adaptiert. Ansonsten könnt ihr den Punkt natürlich auch auf off lassen. Und dann finden wir ganz am Ende noch das Mein-Menü. Hier habt ihr einfach die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen von der Kamera in ein Menü zu packen. Das hat den Vorteil, ihr könnt euch da ein eigenes Menü aufbauen und da wirklich sehr schnell drauf zugreifen. Ich würde da diverse Sachen eintragen, gehe ich jetzt mit euch natürlich auch nicht durch, das wird zu lang dauern, aber wie gesagt, ihr habt mit dem Mein-Menü einfach ein sehr potentes Menü, welches ihr euch konfigurieren könnt, dass ihr sehr schnell mit der Kamera arbeiten könnt. So, und dann war es das jetzt aus dem Fotobereich. Wir können jetzt noch kurz über die Videoeinstellungen drüber gucken. Wir gehen hier einfach in den Videomodus. Ihr seht, ich habe hier dann jetzt das Videobild und auch hier können wir dann direkt mal ins Menü gehen. Im roten Aufnahmemenü auf Seite 1 habt ihr hier dann nämlich die Möglichkeit, erstmal die Movie-Aufnahmegröße einzustellen. Und hier bin ich natürlich ein Freund davon, erstmal 4K Fine zu nehmen. Ihr habt da ein Bild, was vom kompletten Sensor ausgelesen wird, habt da die größtmögliche Bildqualität. Um das Ganze dann noch anzupassen, können wir hier das Aufnahmeformat noch auf 422 10-Bit stellen. So habt ihr auch die größte Farbtiefe, welche euch im Videobereich angeboten wird und könnt dann nachher das Bild auch noch besser anpassen. Wenn ihr eine Zeitlupe aufnehmen wollt, dann müsst ihr hier hohe Bildrate aktivieren. Wenn ihr dann auf die Movie-Aufnahmegröße geht, dann findet ihr hier nämlich die Möglichkeit, wieder die Auflösung auszuwählen und eben auch die Bildrate. Da müsst ihr natürlich gucken, was ihr kombinieren könnt. Wie gesagt, wenn ihr eine Zeitlupe machen wollt, dann könnt ihr das Ganze hier aktivieren. Ich lasse es hier standardmäßig natürlich erstmal auf deaktiviert. Auf Seite 2 könnt ihr dann noch die Tonaufnahme konfigurieren und euch da euren Mikrofonpegel anpassen. Und auf Seite 3 findet ihr hier auch wieder die
ISO-Einstellungen. Da könnt ihr euch die Auto-ISO also auch wieder festlegen, so wie es euch genau passt. Auf Seite 4 habt ihr dann die Möglichkeit, unter Custom Picture einzustellen, ob ihr C-Log 2 verwenden wollt. Also ihr habt ja verschiedene Log-Modi, Canon Log 3 und mit der R5 Mark II ist ja jetzt auch C-Log 2 in die Kameras gekommen. Wenn ihr da mit Graden und so weiter euch beschäftigen wollt und eben die volle Bildqualität, die volle Dynamik haben wollt, dann müsst ihr hier mit C-Log 2 aufnehmen. Ein wichtiger Punkt im Videomodus ist für mich der Weißabgleich. Im Videomodus arbeite ich ungern mit dem automatischen Weißabgleich, weil der sich natürlich während der Aufnahme dann immer so ein bisschen ändern kann. Hier lege ich für Video dann immer einen Weißabgleich bzw. eben eine Farbtemperatur fest und das könnt ihr eben hier im Menü machen. Ihr kommt da aber natürlich auch über das Schnellmenü hin. Auf Seite 6 habt ihr dann noch die Möglichkeit, die Voraufnahmeeinstellung für den Videomodus einzustellen. Das heißt, ihr könnt hier eine Voraufnahme aktivieren, bevor ihr das eigentliche Video eigentlich aufnehmt. Also wenn ihr hier zum Beispiel 5 Sekunden habt und dann ein Video über den Aufnahmeknopf startet, dann sind die 5 Sekunden vor dem Aufnahmeknopf betätigen auch schon mitgespeichert. Ist natürlich gut, wenn ihr irgendwie was Spezielles filmen wollt, wo ein gewisser Moment entsteht, den ihr natürlich nicht verpassen wollt. Das Ganze findet ihr also hier auf Seite 6. Auf Seite 7 habt ihr dann noch die Möglichkeit, die Telly-Lampe zu konfigurieren. Das ist das kleine Licht hier vorne, das leuchtet, wenn ihr eine Aufnahme startet. Das ist natürlich als Kontrolle gut, damit ihr seht, ob ihr was filmt, wenn ihr euch selber filmt zum Beispiel. Es kann aber auch stören. Wenn ihr zum Beispiel was aufnehmt im Detail, das spiegelt, dann seht ihr das Blinken natürlich auf eurem Motiv. Es könnt ihr hier deaktivieren, dann könnt ihr das Licht einfach ausschalten und es wird nicht mehr stören. Ebenso habt ihr hier dann auch die Möglichkeit, wieder die Schnelleinstellungen anzupassen. Wie auch schon im Fotomodus könnt ihr hier das Layout bearbeiten, euch die passenden Menüpunkte auswählen. Das findet ihr hier auf Seite 7. Auf Seite 8 könnt ihr euch dann noch diverse Helferchen einstellen, wie zum Beispiel Falschfarben oder die Zebra-Einstellung. Ihr könnt euch aber auch den C-Log View Assist einstellen, dass das Bild einfach natürlicher wiedergegeben wird, weil wenn ihr ein C-Log aufnehmt, dann erscheint ja alles erstmal so flach gräulich. Hier könnt ihr also den Assistent dazu noch einstellen. Auf Seite 9 habt ihr dann die Möglichkeit, wieder die Anzeige-Aufnahmeinformationen einzustellen, sowas wie Gitterlinien und so weiter. Und ihr habt hier auch den Punkt Waveform-Einstellung, wo ihr euch einfach die Waveform-Anzeige einstellen könnt und wie sich das Ganze verhalten könnt. Das ist natürlich zur richtigen Belichtung relativ wichtig. Ihr findet den Punkt, wie gesagt, hier auf Seite 9 unter Anzeige-Aufnahme-Info. Auf Seite 10 habt ihr dann auch nochmal die automatische Abschalttemperatur. Die haben wir ja gerade schon auf hoch gesetzt, deswegen ist es hier jetzt schon auf hoch aktiviert. Lässt sich hier aber natürlich dann auch nochmal einstellen. Ihr habt hier auch noch die Möglichkeit, die HDMI-Anzeige einzustellen, so wie ich es jetzt hier mache, über HDMI die Info ausgeben. Das heißt, der komplette Bildschirm mit den kompletten Einblendungen. Ihr könnt euch aber natürlich auch ein komplett cleanes Bild über HDMI ausgeben. Im AF-Menü könnt ihr dann auch noch den Movie Servo AF einstellen und hier ist ein wichtiger Punkt, die Motiverkennung AF. Erkennen Prio oder nur erkennen. Das heißt, erkennen Prio ist einfach, der fokussiert immer, aber wenn ein Motiv im Bild ist, fokussiert er auf das Motiv. Wenn ihr das Ganze jetzt auf nur erkennen stellt und ihr macht so wie ich, ihr habt hier eine Aufnahme mit einem Gesicht und ich würde aus dem Bild gehen, dann würde im Erkennen Prio-Modus die Kamera auf den Hintergrund fokussieren. Beim Nur-Erkennen-Modus bleibt die Kamera auf dem Fokuspunkt, welches sie hatte, als das Gesicht noch im Bild war. Das heißt, wenn ich das Bild verlasse, wird einfach die Fokusebene nicht mehr verschoben. Das ist gerade für Interview-Situationen vielleicht gar nicht so schlecht, könnt ihr hier also einstellen. Ihr könnt auch hier natürlich wieder den AF-Bereich festlegen, ob ihr eine Zone haben wollt oder eben den gesamten Bereich. Auf der Seite 2 könnt ihr dann wieder das Motiv zu erkennen festlegen, ebenso die Augenerkennung und auch hier Personen registrieren. Auf Seite 3 könnt ihr dann noch die Geschwindigkeit und die Reaktion vom Autofokus detaillierter festlegen, wenn ihr das anpassen wollt. Auf Seite 4 können wir dann wieder diverse Sachen eingrenzen. Auf Seite 5 finden wir dann das manuelle Focus Peaking. Ihr könnt ja also wieder MF Peaking einstellen. Das ist natürlich im Videomodus noch interessanter wahrscheinlich als im Fotomodus, weil es hier wirklich darum geht, wenn ihr manuell fokussiert, dass ihr da einfach die Schärfeebene passend hinlegt. Ansonsten sind eigentlich die anderen Menüs fast dasselbe, beziehungsweise eigentlich dasselbe wie im Fotomodus. Einzig im grünen Menü findet ihr hier noch den Punkt Auslöserfunktion für Movies. Da könnt ihr jetzt einstellen, ob ihr halb drücken wollt, nur Messung und bei Volldrücken dann vielleicht sogar die Aufnahme starten wollt. Standardmäßig müsst ihr über den Record-Button die Aufnahme starten. Das könnt ihr hier natürlich ändern. Ich bin aber auch ein Freund davon, ich fokussiere dann zwar über den Auslöser, starte die Aufnahme aber eben über den roten Record-Button. So, und das war's dann jetzt auch von mir.
Ich hoffe, ich bin jetzt alles durchgegangen, was euch vielleicht so interessiert. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen helfen. Klar, wenn ihr jetzt Profis seid, dann habt ihr wahrscheinlich schon sowieso alles gewusst und konntet damit nicht viel anfangen. Wenn ihr aber Anfänger seid oder gerade vielleicht das Ganze eure erste Canon-Kamera ist, dann war vielleicht der eine oder andere Punkt dabei, der euch da noch geholfen hat. Wenn es denn so war, lasst mir doch einfach ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen. Ich versuche das dann so gut wie möglich zu beantworten. Ein großer Dank geht nochmal an fotoprofi.de und die Filiale in Ludwigsburg, welche mir die Kamera zur Verfügung gestellt haben. Und ja, dann war es das von mir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.